Langen- oder Palmenbucht, so nennt sich diese Bucht hier. Und hier gibt es einen einfachen Stellplatz. Und auf diesem Stellplatz, dort ist der Thomas mit seinem größeren Wohnmobil. Thomas ist 38 Jahre alt und verbringt überwiegend die Zeit hier in Spanien. Wie er das macht mit seinen 38 Jahren, darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Gran operario, gran operario. Es buen operario. Busca cosas, Ich bin jetzt hier auf den Stellplatz gefahren mit unserem PKW und hier sehen wir das große Mobil von Thomas. Und jetzt gehe ich mal ums Mobil zu hier und dann wollen wir mal schauen, ob wir den Thomas hier finden. Hi Thomas. Hi, Ja. Hi. Hi, grüß dich. Ja, Ja, wir den haben. Weg hierhin gefunden. Ja, genau. Schlangenbucht. Genau. Palmenbucht sagen einige auch. Ja, sieht ja super schön hier aus. Herrlich hier, ganz toll. Ja, mir hat sie auch direkt gut gefallen. Deswegen bin ich auch schon seit fast 4 Wochen hier und ich bleibe auch noch fast 3 Wochen. Ja, so dass ich Ende November dann wieder im kalten Deutschland bin. Ja, ich habe schon in der Anmoderation gesagt, Thomas ist 38 Jahre alt und lebt viel oder lange Zeiten hier in Spanien. Wie kann das gehen? Ja, wie kann das gehen? Ich habe in 2011 ein Gewerbe angemeldet und ja, ich habe mir einen Platz, ein Grundstück bei mir in meinem Heimatort in Bedburg gekauft. Da stehen Container und die sind vermietet als Lagerfläche. Ja, mittlerweile sind das rund 40 Stück. Ja, da kommt ein bisschen was. Und ich arbeite halt phasenweise in Deutschland, dann gebe ich aber auch richtig Gas. Also wenn ich in Deutschland bin, 2, 3 Monate, dann geht's ja richtig zur Sache auf den Baustellen. Ich bin Baumaschinenführer, lebe komplett in dem LKW. Das ist ein Wohnmobil vom Hersteller Vario Mobil. Ja, genau, das ist ein Vario, der heißt TI 1100. Das steht für 11 Meter Länge, 9 Meter Aufbaulänge auf einem Mercedes Atego 1828. Also 18 Tonnen Fahrgestell, 280 PS, Turbomotor mit Ladeluftkühler. Ja, betagt, 21 Jahre alt, aber ja, Funktioniert noch gut. Also. funktioniert noch gut. Technisch halt ein bisschen modifiziert, also Lithium, vernünftige Wandler. Ja, das ist ja ein besonderes Fahrzeug hier und erzähl uns so ein bisschen noch weitere Details. Ja, weitere Details. Smart Garage für den Smart 450, der steht hier neben. Im Aufbau hinten oder in der Garage ist auch noch Platz für 2 Kisten. Da ist ein kleines Schlauchboot drin, weil ich fahre halt immer gerne mit dem Bötchen ein bisschen durch die Gegend. Ja, im Endeffekt wie ein ganz normales Wohnmobil, was 20 Jahre alt ist, nur einfach größer. Ja, ich habe mir den Wagen angeguckt und ich konnte in der Dusche stehen und das war für mich ein Kriterium, wo ich gesagt habe, den muss ich haben. Ja, du bist nicht gerade klein, du bist groß, kann man sagen. Wie groß bist du? 1,98 und der Duschkopf ist über mir, also 2,20 Meter Bett, das war mein Fahrzeug. Okay, du hast ihn vor einigen Jahren Gebrauch gekauft. Nee, vor fast 2 Jahren, gebraucht natürlich, ja, der ist jetzt in dritter Hand so gesehen. Ja, hat jetzt 190.000 gelaufen und ich denke, die schafft er auch noch 3-mal. Ja, das ist gut. Und du bist überwiegend jetzt in Spanien unterwegs und wenn du in Deutschland bist, dann nutzt du das Fahrzeug oder das Wohnmobil auch auf deinen Baustellen, wo du dann gerade bist. Genau, ich fahre mit dem Fahrzeug auf die Baustellen und dann stehe ich da entweder auf Wohnmobilstellplätzen oder direkt auf der Baustelle, je nachdem. Genau, das ist meine Wohnung, kann man so sagen. Ja, du bist im Moment allein unterwegs oder? Ja, genau. Ich bin auch meistens allein unterwegs. Ich bin auch derzeit Single, aber auch als ich das nicht war, war ich trotzdem oft allein unterwegs, weil ja, ich kann halt frei machen, so wie ich das
möchte, in Anführungszeichen. Und da muss man auch erstmal den richtigen Pott auf den Deckel finden. Ja, genau. Den Pott. Genau, man muss die passende Frau dazu finden, wenn man so reist oder so lebt, wie du lebst. Ja, okay. Du bist jetzt hier in Spanien auf diesem Stellplatz. Ist das für dich der ideale Platz oder fährst du auch zu anderen Plätzen? Also hier bin ich jetzt zum ersten Mal. Ich bin eigentlich losgefahren und wollte jeden Tag so 50 Kilometer fahren, mir die ganze Küste angucken. Aber hierhin wollte ich und nach Tarifa. Und am Ende war es dann so, dass es mir hier so gut gefallen hat. Dann habe ich direkt gesagt, komm, fahr nicht, mach dir nicht den Stress, musst ja auch immer einen Parkplatz finden. Bezahl einfach mal für 2 Wochen und komm einfach mal runter. Ja, und daraus ist jetzt schon ein bisschen mehr geworden als 2 Wochen, aber ich muss ja bald auch wieder zurück. Ja, du bist also Weihnachten wieder zu Hause oder wie habe ich das verstanden? Ende November. Ende November. Ja. Und dann bleibst du wie lange in Deutschland? Bis zum 10. März. Das weiß ich jetzt schon ganz genau und 11. März geht es dann wieder los. Ah ja, gut, das ist so die Phase, wo du dann arbeiten gehst und dann kannst du wieder Urlaub machen. Ja, ich habe das dieses Mal selten dämlich getimed. Also man hat es eigentlich nicht schlechter timen können, aber ich sag mal so, ich weiß, welche Jobs kommen und es ist besser zu wissen, was man hat, als irgendwie nicht zu wissen, was kommt. Und so ist alles gut. Okay, kannst du was dazu sagen, wie du das mit deiner Krankenkasse zum Beispiel machst? Ja, ich bin privat krankenversichert. Zahle auch seit Anfang immer den gleichen Betrag. Also die ist bisher nicht teurer geworden, wie man halt so oft hört. Ja, um die 300 € im Monat. Und damit bin ich überall auf der ganzen Welt voll versichert, ohne Zusatzversicherung. Da kann ich machen, was ich möchte. Ah ja, das geht, das passt dann ja für dich. Ja. Okay, und man braucht ja, wenn man in Deutschland lebt, auch eine Postadresse. Hast du die? Ja, natürlich. Es gibt auch noch eine Wohnung. Ah ja. Ja. Muss ja. Also es geht ja nicht anders. Ja. Okay, dann hast du nicht deinen kompletten Hausstand nur hier in deinem Wohnmobil, sondern dann hast du auch noch zu Hause was. Ja, so ein bisschen. Ich habe auch noch so einen Container, wo ein bisschen Werkzeug und so ein Zeug drin ist. Ja, genau. Ja, das passt doch alles. Da ist doch alles gut. Ja, ich sehe gerade, du hast hier auch eine Außendusche. Genau, Warmwasser-Außendusche. Achso, und das kommt von innen, das warme Wasser? Von innen, genau. Und hat einfach den Grund, wenn ich draußen dusche, muss ich nicht so oft zur Entsorgung. Also ist eine ganz einfache Sache. Das Wasser versickert einfach im Boden. Ja, kein Problem. Ist halt ein bisschen matschig, aber... Ja, okay. Nee, alles gut. Das hast du dir hier so hingebastelt. Ja. Was für Kapazitäten an Wasser, Abwasser hast du denn? Also, der hat 400 Liter Frischwasser und auch 400 Liter Abwasser, 2x200 Grauwasser und Schwarzwasser. Und die kann ich jetzt noch verbinden, weil ich eine Trockentrenntoilette habe. Somit benötige ich den Schwarzwassertank nicht. Jetzt kann ich die koppeln, dann habe ich so gesehen doppelte Grauwasserkapazität. Das mache ich aber in Deutschland in Ruhe. Ah ja, also so funktioniert das. Trockentoilette, das heißt, das kann man irgendwo anders entsorgen. Kann ich euch gleich mal zeigen, die ist schön sauber. Ja. Okay, wir gehen mal rum ums Mobil und wir gucken dann auch mal nachher innen rein, um da mal zu sehen, wie es dort aussieht. Rita, kommst du mit der Kamera mit oder fangen wir jetzt hier? Hier ist die Entsorgung. Nee, das ist der Generatortank, Benzingenerator, der ist fest verbaut. Ja. Hier ist im Endeffekt ein kleiner Generator, weil der große, der verbaut ist, der braucht viel zu viel Sprit. Ja. Und der Honda ist richtig sparsam. Druckluftanschluss, Außenduschenanschluss und halt Wassertank. Ja, Entleerung. Filter hast du auch drin. Genau, Filter habe ich auch drin. Ja. Und das ist das Allerbeste. Ein Akku-Hochdruckreiniger kann ich nur jedem Camper empfehlen. Ach so, zum Waschen, ja. Fahrrad sauber machen, alles sauber machen, Schuhe sauber machen. Wunderbar. Ja, okay. Ja, weiter geht's. Ja, auch die Kabine. Ist jetzt zu, sehr gut. Egal. Also ist auf jeden Fall ganz gut ausgestattet für das damalige Baujahr. Ja. Halt alles, was das man war so 2001, das Baujahr. 2001, also Ja. luftgefederte Sitze, Ledersitze, Klima, alles, was man so damals haben konnte. Ja. Dafür ist Variomobil bekannt. Das ist so ein was ordentliches, was die bauen. Ne? Ja, genau. Ich denke mal, der Erstkäufer von so einem Auto, der macht einfach überall mal ein Häkchen, weil darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Richtig. Ja, hier ist ein großes Fach. Oh ja. Flaschen, eine Angel, ein bisschen Benzin, ein Radkreuz. Ja. Und das sind 2 spanische Flaschen. Genau, die sind nur als Ersatz. Also falls mein Festtank und die Gasflaschen mal leer sind. Ja. Ich habe keine Hubstützenanlage, dafür habe ich ein paar Bretter. Ja. Weil ich denke mir, für 6.000 € kann ich auch ein halbes Jahr in Urlaub fahren. So, Schön. hier geht's weiter.
Ja, was ist hier? Auch nochmal ein bisschen Benzin, eine Axt. Ja, der Die Stauraum. obligatorische Campingaxt, die man immer haben muss Ja. und nie braucht. Wasserschläuche. Ja. Ja. Das Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von? 15, also 14,99. Fahrgestell ist 18 Tonnen, abgelastet 14,99, Leergewicht um die 12. Also, das heißt 2 Tonnen hast du auch Zuladung. 3 fast. 3 fast. Ja, das Smart wiegt ja schon 800. Und warum lastet man den ab? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke steuerliche Gründe, ich weiß es nicht. Ach so, okay. Hier ist der Generator, das ist der fest verbaute. Ah ja, das ist ein Stromaggregat. Genau, aber leider ein Benziner und der ist richtig durstig, also teureren Strom kann man nicht erzeugen. Ach so. Und der ist ja bestimmt, hört man auch. Ja, der ist auch nicht der leiseste. Deswegen den kleinen Honda und bewusst den größten der kleinen Hondas, damit der im Standgas laufen kann, um die Batterien zu laden, damit der nicht so hoch drehen muss. Ah ja, dann wird er auch nicht so laut. Ja, richtig. Genau. Ja. Nee, okay. Ja, Aber na gut, hier ist ein Gasfach, Duo Control, 2 Flaschen und der hat dann noch einen Festtank unten drunter. ja, Auch gerade neu, Ja. ich glaube 95 Liter oder sowas, oder Kilo. da bist du ja immer auf der sicheren Seite mit der Genau. Versorgung des Ja, Gasversorgers. innen drin ist eine Anzeige. Ja, Genau. okay, wunderbar. Ja, gehen wir mal zur Garage. Ja, Ach ja, das ist dein Schlauchboot hier. Genau. Ja, Mit das nimmst du auch mit, auch gut, das packst du zusammen, kommt hinten rein. der Dann bei, Elektropumpe aufgepumpt, mit Ja. dem Staubsauger die Luft wieder raus und Sache von einer halben Stunde ist das Ding fertig. ja, schön. Ja, gerade so führerscheinfrei, einfach fahren. Ja, Ja, hier ist die Garage. Also das Boot ist in diesen 2 Kisten. Hier ist der Motor drin und da hinten das Boot selber. Das steht dann alles hier, passt Zentimeter genau glücklicherweise. Ja, und der Smart steht auf dieser Plattform und ja, nicht wie bei anderen Mobilen mit Rampen. Also ich kann das mal gerade zeigen. Die ganze Plattform fährt raus und wenn die in bestimmten oder bestimmte Weite raus ist, kippt die. Und dann kann man das Auto im Endeffekt draußen drauf fahren und man steigt außen aus und ein. ah ja, das ist natürlich sehr gut gemacht. Ja. Genau. Ja, Ja, da hinten sind Batterien und das ganze ja, Solarzeug. ja. Okay, das sieht ja auch ganz ordentlich aus, was du da hast. Was hast du denn an Batteriekapazität? 2 mal 150 Ampere, der Aufbau hat 12 Volt. Ich habe jetzt wohl leider keinen großen Gaskühlschrank mehr bekommen, der war kaputt und habe jetzt einen Elektro- oder einen Kompressorkühlschrank. Ja. Und der ist natürlich stromhungrig. Ja, ja, richtig, genau. Und dann versorgst du dich aber alles über Solar. Wie viel Solar hast du? Gar nicht so viel. Die Anlage ist auch die erste, die drauf war. Die hat 120 irgendwas Watt und das einzelne Panel, was hier steht, hat 285. Und das drehe ich halt immer in die Sonne und dann läuft's. Ja, okay. Und da kommst du auch gut zurecht. Ja, und zur Not halt Generator. Ja, ja, genau. Oder Motor laufen lassen oder fahren. Ja, genau, ja. Okay, Ja, ja. Kopf weg. Ja. Ja, das ist ja alles sehr interessant. Ja, und dann willst du wahrscheinlich noch ein paar Jahre mit dem Auto fahren. Ja, ich denke schon. Also, ja. Ja. Ich sag mal so, ich habe eh kein Geld für ein neues, insofern. Alles Ja, gut. ja, okay. Man sagt ja, so ein Vario, der hält ein Leben lang. Und Hoffe dann wollen wir das mal für dich hoffen, dass das so ist und dass er so lange ist. Ja, Thomas, das war schon mal alles sehr interessant. Du bleibst ja jetzt noch ein bisschen in Spanien. Was hast du Genau. gesagt? Im Ende November muss ein Haus. Ja, ich fahre am 20., 21. Richtung Calpe. Da gehe ich noch ein paar Leute besuchen, die ich im Winter kennengelernt habe. Ja, und dann noch über Emporia Brava, Roses. Da treffe ich noch jemanden, der jetzt gerade runterfährt. Dann gehen wir ein Bierchen trinken und dann fahre ich nach Hause. Ja. Bevor wir uns das Mobil jetzt von innen anschauen, ein paar Worte zu diesem Stellplatz hier in der Schlangenbucht. Die Schlangenbucht war schon immer eine Badebucht für Einheimische und auch für Touristen. Und die Plätze, wo jetzt die Wohnmobile stehen, das waren Parkplätze für PKWs. Vor einiger Zeit hat dann der Eigentümer dieser Parkplätze einen Stellplatz auf dieser Fläche errichtet oder eingerichtet. Und jetzt kostet dieser Stellplatz 6 € pro Übernachtung. Wer Glück hat, bekommt einen Platz in der ersten Reihe und hat einen schönen Blick auf die Badebucht. Strom und WLAN gibt es auf diesem Platz nicht. Auch die Einkaufsmöglichkeiten sind einige Kilometer entfernt. Der Untergrund ist hier Sand, da kann es schon mal ganz ordentlich stauben
und bei Regen kann der Untergrund schon mal leicht aufweichen hier. Es gibt eine einfache End- und Versorgung. Es gibt eine Bar, die noch im Bau befindlich ist. Da soll es aber an der Genehmigung scheitern, dass sie eröffnet wird. So wurde mir jedenfalls erzählt. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Wo ist diese Bucht? Wir sehen hier auf der Karte Murcia, etwas darunter Cartagena und dann sehen wir auch Mazarón. Und die Bucht ist etwa 20 Kilometer entfernt von Mazarón. Rundherum gibt es keine Stadt, keinen Ort, auch kein Restaurant. Man muss einige Kilometer fahren, um irgendwie einkaufen zu können oder wenn man essen gehen möchte. Hier nochmal ein Blick auf diese Bucht. Man sieht, schöner Sandstrand, also ideal zum Baden. Man kann auch mit dem PKW in die Bucht fahren, muss dann allerdings auch Parkgebühren bezahlen. Jetzt noch was zur Zufahrt. Die letzten 200 Meter sind eine Geröll- oder Schotterstrecke. Man muss wissen, wenn man dort anfährt, dass es ein bisschen schaukelt, aber ist kein Problem. Man kommt auch mit größeren Mobilen ohne weiteres dorthin. Das muss ich jetzt vielleicht erklären. Die Innenaufnahmen haben wir an einem anderen Tag gemacht. Deshalb sieht man das auch schon an der Kleidung. Es ist jetzt kühler, es regnet gerade draußen. Und da machen wir jetzt die Innenaufnahme hier von Thomas seinem Mobil. Und da fangen wir mal an mit der Technik hier vorne. Da habe ich gesehen, Thomas, da hast du so ein Panel dort. Hast du genau, ich habe das relativ einfach gelöst. Ein altes Smartphone, wo die Kamera kaputt war, mit Klebeband an die Wand. Und das zeigt mir immer den Füllstand der Batterien. Da musste ich da nichts ändern. Das ist die simpelste Technik, ganz normales Telefon. Das Ganze geht über Bluetooth. Ja. Genau, mit beiden Batterien verbunden. Das ist die erste, das ist die zweite. Ja. Gerade gehen 10 Ampere rein. Ja. Das holst du jetzt über die Solaranlage. Wobei genau. wir jetzt im Moment ja nicht viel Sonne haben, aber gut, okay. Genau. Ja gut, das ist im Endeffekt wie bei jedem älteren Wohnmobil relativ selbstklärend. Frischwassertank, Abwasser. Ja, das ist analog ganz normal. Das ist noch analog aus den Zeiten, eben 20 Jahre her. Genau. Da war es nicht anders. Ne? Ja, das ist der Stromfresser. Ja, also ich will da nichts Negatives sagen, er kühlt wunderbar, aber es ist halt einfach ein riesen Stromverbrauch. Ja, okay, das ist ein großer Kühlschrank, den hast du nachgerüstet oder umgerüstet, weil der alte, der war einfach hinüber. Ja, genau. Der Absorber oder wie nennt er sich, der alte und diesen Kompressorkühlschrank und passt da rein und funktioniert. Ja, genau. Gut, okay. Richtig. Ja, hier ist die Trockentrenntoilette. Ja, da hattest du ja schon vorher drüber gesprochen. Thema. Ja, und jetzt kannst du zur Funktion was sagen? Weil da wird also, im Endeffekt ist es so, sobald man sich draufsetzt, öffnet sich dieses Fach, sage ich mal. Ja, und da ist jetzt eine Mülltüte drin. Wenn ich auf Toilette muss, kommt danach die Mülltüte relativ schnell in den Müll. Ja. Und ja, das Pipi-Wasser auf gut Deutsch läuft hier rein, über einen Schlauch in den damaligen Schwarzwassertank. Ach so, also diese Toilette hast du aber nachgerüstet? Die habe ich nachgerüstet und das war hier auch relativ simpel, weil hier auch eine Toilette auf dem Boden stand, einfach. Die war auf dem Boden fest. Ja. Und hier diese Nische, die ist halt so, wie sie ist. Ja, genau. Ja, das ist ja normal. Nein, aber du kannst aber jetzt nicht wieder zurück in deinen Schwarzwassertank, das alles wieder umleiten oder ohne Beutel da arbeiten, das geht nicht. Doch, man kann auch ohne Beutel arbeiten mit Sägespänen oder Hamsterstreu. Aha, so. Das funktioniert auch, das machen ja die meisten. Ja. Aber ich habe das jetzt so, das hat sich so eingebürgert. Ja, okay. Ja. Na gut, funktioniert. Ja. Ja, hier ist das Bad. Genau. Alles in weiß gehalten. Eine schöne große Dusche. Ja, das ist immer noch alles so original, wie es mal gewesen alles ist. original. Ja. Okay. Mhm. Richtig. Ja. Jetzt füllen wir nochmal die Dusche ein bisschen auf hier. Mal gucken, Ja, das ist eine schöne große Dusche, dass du auch drin stehen kannst. Richtig. Ja, und hier ist dein schön großes Bett. Ja. Da hast du im Moment ja für dich alleine. Genau. Ja, da hast du ja viel Platz. Das ist richtig, ja. Ja, hier hängt noch ein Fernseher an der Wand. Also alles, was man braucht. Ja gut, hier hinten kann ich nicht stehen, aber... Ach so, das ist nicht ganz die Höhe. Naja, aber gut, das muss man ja auch nicht. Das ist ja, da hält man sich ja auch nicht so ewig auf da. Nee, gut. Ja, dann gucken wir nochmal hier, das ist die Küche. Gucken wir da nochmal hin. Ja, auch wie gehabt. Ähnlich wie bei uns. Auch Kaffeemaschine steht da. Dann haben wir hier die Sitzecke, die Lounge, sag ich mal so. Pass auf, ja, genau. Okay. Ja. Und Drucker hast du auch. Genau.
Ja, den brauchst du hin und wieder mal. Ja, ich muss ja auch mal Rechnungen schreiben. Ne? Ach so, Sonst läuft das ja, alles ja. nicht. Gut. Ja, das war es eigentlich ja schon im Genau, das Großen und war's Ganzen. Ja. eigentlich. Okay. Thomas, herzlichen Dank für deine Ausführungen hier. Ja, gerne. Freut mich immer, dass ich über sowas berichten kann. Ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich. Jemand mit 38 Jahren jung, muss man ja sagen, hast du mir eben gesagt, du bist nicht alt, sondern 38 Jahre jung. Und das ist natürlich dann toll, wenn man so leben kann und so reisen kann. Ja, können wahrscheinlich viele Leute, aber jeder setzt halt seine anderen Prioritäten. Ne? Also Genau. das muss jeder selber wissen. Ja, genau. Okay, dann sage ich nochmal Dankeschön und wünsche alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ja. Und ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.